Heute werde ich euch Osterdeko-Ideen im Glas zeigen. Ich muss aber auch gestehen, momentan habe ich so einen richtigen Flow, was Osterdeko-Ideen im Glas angeht. Ja, jedenfalls hat jetzt mein erstes Glas in meinem Fall eine Höhe von 22 cm und der Durchmesser im oberen Bereich beträgt 16 cm. Mein Glas wird jetzt mit Kieselsteinen befüllt werden und danach nehme ich meine Narzissen aus dem Topf hinaus. Ich mache das jetzt so in etwa bis zu dieser Höhe. Ich denke, ich werde die Narzissen jetzt gleich einzeln einarbeiten, also halt nicht alle so zusammen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, meine Narzissen werden jetzt gleich komplett hier von der Erde gereinigt werden. Zumindest für diese Glasdekoration hier. Bei der vergangenen Dekoration hatte ich ja ganz anders gearbeitet. Wie gesagt, die werden jetzt hier gleich komplett von der Erde befreit werden. Das mache ich aber jetzt gleich draußen an meiner Regentonne. So, das können wir hier eigentlich schon mal geschmeidig wieder in den Topf hineingeben. Diese alte Erde, die entsorge ich einfach nachher im Garten. Ach, und was ich noch erzählen wollte, wenn meine Narzissen verblüht sind, dann setze ich meine meine in den Garten. Alternativ kann man sie auch in solche Töpfe wieder einsetzen und dann einfach mal aufheben für das nächste Jahr. Achtet nur darauf, dass ihr ein besseres Substrat habt, weil dieses hier ist triefend nass. Da kann man besser die schon wieder in Sand richtig platzieren oder setzen. So, matschige Wurzeln nehme ich jetzt hier einfach mal ab. Die bilden dann im Laufe der Zeit auch wieder neue Wurzeln aus. So, die waren aber jetzt auch ja, wirklich sehr gut gewässert worden. Hier die Wurzel nehme ich komplett weg, macht jetzt keinen Sinn. Meine Narzissen habe ich jetzt weitestgehend vom Substrat befreit. Ja, und nun werden sie eingearbeitet werden. Ich mache mir hier in den Kies so kleine Kuhlen hinein, dass dann die Wurzeln auch nachher, ja, ich sag mal, verdeckt sind bzw. verschwunden sind. Und dann stehen die da auf jeden Fall auch schon mal etwas stabiler drin. Mal gucken, ob ich mit 4 Narzissen arbeiten werde oder nur mit 3. Das entscheide ich jetzt gleich erst im Laufe des Prozesses. Man kann jetzt natürlich auch noch ein paar Kieselchen nachträglich einarbeiten. Ich bin nämlich jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich da noch ein paar gleich ja, sozusagen hineinschütten werde. Nun wird mein Glas mit Wasser befüllt werden, allerdings so, dass die Knolle nicht permanent im Wasser drin steht, weil dann würde die im Laufe der Zeit anfangen zu vergammeln. Müsst ihr wirklich darauf achten, dass die halt nicht permanent triefend nass ist, die Knolle. Wer möchte, der kann jetzt seine Kieselsteine auch noch mit etwas Islandmoos abdecken oder man lässt das Ganze jetzt einfach so wie es ist, aber ich werde das hier definitiv jetzt noch einarbeiten. Mal gucken, ob ich alles bedecken werde oder noch einen Teil der Kieselsteine ja halt freilassen werde. Entscheide ich auch erst gleich im Laufe des Erstellens. Meine Imelda ist jetzt gerade dabei, mich hier abzulenken. Aktuell befinden sich hier gerade beide Hunde in meiner Werkstatt. Ich wollte euch jetzt noch erzählen, dass ich auf das Islandmoos noch ein paar Wachteleier hinauflegen werde, damit das Ganze halt nochmal, ich sag mal, ein bisschen österlicher aussieht. Und dann bin ich mit dieser Dekoration soweit fertig. Imelda, was willst du denn? Ja, die steht hier gerade neben mir. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, vermutlich nicht. Peaches steht irgendwo da hinten. Ich glaube, die machen hier wieder Blödsinn in der Werkstatt. Keine Ahnung, was die hier wieder anstellen. Das zweite Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 18 cm und der Durchmesser beträgt 20 cm. Ja, und ich muss mir jetzt mal zunächst noch meine Materialien hinzuholen, sonst wäre das Ganze ja ein bisschen langweilig, hier so ein leeres Glas als Osterdeko zu präsentieren. Ich habe jetzt hier auf meinem Arbeitstisch ein paar Birkenzweige, getrocknete Gräser und ein paar getrocknete Eukalyptuszweige. Die stammen noch aus einem vorherigen Projekt, aber warum jetzt einfach entsorgen, wenn man damit noch was anderes machen kann? Ja, und bei den Birkenzweigen muss ich jetzt mal überprüfen, was ist hier noch biegsam und was bricht mir so weg. Hier diese dickeren Stellen muss ich jetzt nun mal abschneiden. Das wird sonst innerhalb von meinem Glas nachher nicht mehr funktionieren, beziehungsweise dann flutscht das so hinaus oder im schlimmsten Fall mache ich mir sogar noch das Glas kaputt. Das wollen wir ja nicht. Einfach mal, da ist er schon gebrochen. Zack, kann einfach mal da rübergelegt werden. Haben wir jetzt hier noch so einen dickeren Birkenzweig? Ich glaube nicht. So, ich überlege jetzt gerade noch, ob ich die einzeln einarbeite. Ja doch, ich glaube, ich werde sie lieber einzeln einarbeiten.
Die kommen nämlich jetzt hier in mein Glas hinein. Ja, würde ich die jetzt so als bunt einarbeiten, dann hätte ich ja diese, wie heißt es? Dann hätte ich ja diese Anfänge vom Zweig überall an der gleichen Stelle. Das will ich jetzt eigentlich auch nicht. Da ist leider auch was gebrochen. Den können wir aber, glaube ich, so mal nehmen. Ja doch, das geht. Ja, einfach so einarbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Ist auch immer Geschmackssache, ob man hier was hinausflutschen lassen möchte von den Birkenzweigen oder ob man das alles hier direkt am Boden mehr haben möchte. Einfach so machen, wie ihr das halt, ich sag mal, schön findet oder für richtig haltet. Und danach werden die Gräser eingearbeitet werden. Und ich denke, zum Schluss kommt noch etwas von dem Eukalyptus hinzu. Da muss ich jetzt gleich aber auch mal überprüfen, was kann man noch biegen und was halt gar nicht mehr. Ich mache eine kleine Planänderung. Ich werde jetzt als nächstes den Eukalyptus einarbeiten und dann zum Schluss sind hier die Gräser dran. Den Eukalyptus kürze ich aber jetzt auch noch etwas ein. Das gefällt mir jetzt hier optisch nicht mehr so schön, der Anfang vom Stiel. Stellenweise sind leider schon ein paar Blättchen abgefallen, aber für diese Dekoration reicht das hier noch vollkommen aus, den nochmal wieder zu verwerten. Oder man legt die Blätter hier so einzeln rein. Ne? Das kann man ja auch letzten Endes einfach mal machen. Habe ich jetzt gerade so spontan noch gedacht. Ich glaube, die drücken wir etwas nochmal nach unten. Ja, ist halt auch manchmal ein bisschen friemelig. Viele Ideen entstehen bei mir auch wirklich immer erst im Laufe des Erstellens. Manchmal entscheide ich wirklich viele Sachen erst dann, wenn ich das halt mache. Ja, hier ist er leider gerade eingeknickt. Schneiden wir auch mal eben ab. Das macht hier keinen Sinn. Das hier kann dann mal entsorgt werden nachher. Ich glaube, noch mehr Eukalyptus werde ich da jetzt auch gar nicht mit einbauen. Das reicht jetzt eigentlich schon für meine Zwecke. Es sollte jetzt wirklich nur so ein, ich sag mal, so ein bisschen Eukalyptus da mit drin vorhanden sein. Den hier, ach nö. Ach, was ihr mit Eukalyptus auch mal machen könnt, ansprühen. Das habe ich nämlich auch vor. Ich weiß allerdings noch nicht für welche Deko-Idee. Ich bin jetzt selber noch am Überlegen, wofür man das mal nehmen könnte, wenn der halt so staubtrocken geworden ist. Das hier ist mir zu dick. Nehmen wir auch mal weg. So, mal eben etwas auseinanderfriemeln, damit wir hier nicht alles so gebündelt am Ende haben oder gleich am Ende. Ach, und ich arbeite die Sachen immer im gleichen Uhrzeigersinn ein. Ja, nie so kreuz und quer. Ist jedenfalls so das, was ich immer mache. Einfach hier mal so zu sagen, hineinstopfen. Ich werde jetzt noch etwas getrockneten Lavendel einarbeiten. Der stammt ursprünglich aus meinem Garten. Dann habe ich hier noch diese eingefärbten Dekofedern. Ja, und nicht zu vergessen, ganz zum Schluss wird hier dieser Osterhase noch platziert werden. Also ich glaube, mein Glas ist ganz niedlich geworden und noch mehr werde ich daran jetzt nicht einarbeiten. Alle benötigten Materialien für die beiden Projekte findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!